Die Singularitätskluft. Der Himmel war ein tiefes Violett, durchzogen von unberechenbaren Blitzen aus Neonlicht. Die Stadt darunter bebte unter einem unsichtbaren Druck. Ihre riesigen Strukturen bogen sich leicht, als würde die Realität selbst um ihren Zusammenhalt kämpfen. Dr. Heinrich verstand am Abgrund eines einstürzenden Wolkenkratzers und blickte hinab auf das Chaos, das sich unter ihm entfaltete. Er konnte das Echo von 1000 Stimmen hören, Flüstern aus der Vergangenheit und Schatten der Zukunft, die sich zu einer wahnsinnigen Symphonie vereinten. Die Luft war dicht von statischer Energie erfüllt. Jeder Atemzug schmeckte metallisch nach etwas Unnatürlichem. Es hatte begonnen. Eine Woche zuvor summte das Labor vor Leben. Monitore flackerten mit endlosen Datenströmen und holographische Projektionen warfen sie verändernde Muster auf die Wände. Dr. Heinrich verschob seine Brille zurecht und fixierte den pulsierenden Kern der Singularitätskluft. Dies war der Höhepunkt jahrzehntelanger Forschung, ein Tor, das Dimensionen überbrücken und die Geheimnisse des Universums enthüllen konnte. Dr. Anna Kramer eilte auf ihn zu, ein Tablet fest umklammert. Ihre Stimme zitterte. »Dr. Voss, wir haben eine Anomalie entdeckt. Sie ist klein, aber sie wächst.« Elias runzelte die Stirn. »Zeigen Sie es mir.« Anna reichte ihm das Tablet. Die Daten waren eindeutig. Eine Energiefluktuation innerhalb der Kluft, die sich exponentiell ausbreitete. Das Eindämmungsfeld hätte das verhindern sollen. Die Kluft sollte stabil sein. »Das darf nicht passieren«, murmelte Elias. Die Berechnungen waren fehlerlos. Anna zögerte, bevor sie antwortete. »Genau das ist das Problem. Das Wachstum folgt keinem bekannten Muster. Es entwickelt sich von selbst.« Eine kalte Erkenntnis legte sich über Elias. Wenn sich die Kluft unkontrolliert ausdehnte, bedeutete das, dass etwas jenseits ihres Verständnisses darauf einwirkte. »Fahren Sie sie herunter«, befahl er und eilte zum Kontrollpanel. Anna zögerte. »Sind Sie sicher? Wir wissen noch nicht.« »Ich sagte, fahren Sie sie herunter.« Elias schlug mit der Hand auf die Notabschaltung. Das Labor erzitterte. Die Kluft pulsierte heftig. Ihre Form verzerrte sich ins Unnatürliche. Anstatt sich zu schließen, widerstand sie. Die Kluft schloss sich nicht. Sie wehrte sich. 3 Tage später erschütterten seltsame Vorkommnisse die Stadt. Anfangs waren es nur Kleinigkeiten, Störungen in der Elektronik, flackernde Lichter, verzerrte Spiegelbilder. Doch dann begannen Menschen zu verschwinden. Markus Lehmann war einer der ersten. Sicherheitsaufnahmen dokumentierten den Moment. Er arbeitete allein im Kontrollraum, als eine Verzerrung hinter ihm erschien, wie Wellen im Wasser. Er drehte sich um, sein Gesicht gefror in Schrecken. Und dann war er weg. Keine Spur, kein Laut, einfach nichts. Mit jedem weiteren Verschwinden breitete sich Panik aus. Das Team arbeitete rund um die Uhr, führte Simulationen durch, kalibrierte das Eindämmungsfeld neu, suchte verzweifelt nach einem Weg, die Kluft zu versiegeln, bevor sie alles verschlang. Eines Abends stürmte Anna in Elias' Büro, ihr Gesicht blass. »Wir müssen evakuieren. Die Stadt kollabiert und wir können es nicht stoppen.« Elias rieb sich die Schläfen. Er wollte widersprechen, wollte glauben, dass sie es noch reparieren könnten. Doch die Wahrheit war unverkennbar, dies war kein Experiment mehr. Es war eine Katastrophe. Und sie beschleunigte sich. Jetzt war der Himmel ein chaotischer Strudel unmöglicher Farben. Die Stadt hatte sich in einen surrealen Albtraum verwandelt, Gebäude krümmten sich in nicht-euklidische Formen, Straßen führten endlos im Kreis und Schatten bewegten sich ohne Lichtquelle. Elias rannte. Die Wesen aus der Kluft waren jetzt überall. Einige glitten durch die Luft, andere lauerten in den Falten des Raumes selbst. Sie flüsterten ihm zu, versprachen Wissen, Macht, ein Ende seines Leidens. Er ignorierte sie. Er hatte nur noch eine Chance. Die Überreste des Labors lagen im Epizentrum des Chaos. Der Singularitätskern flackerte noch immer, seine Energie pulsierte unkontrolliert. Wenn er ihn erreichen und die Kluft stabilisieren konnte, gab es vielleicht noch Hoffnung. Ein Schrei hallte hinter ihm. Elias blickte nicht zurück. Mit einem letzten verzweifelten Sprung betrat er die zertrümmerten Überreste des Labors. Die Kreaturen näherten sich, ihre sich wandelnden Formen trotzten jeder Vernunft. Seine Hände flogen über das Kontrollpanel, umgingen defekte Schaltkreise, gaben den Notfallcode ein. Die Kluft kreischte vor Protest, verzerrte die Realität selbst, um ihn zu stoppen. Dann Stille. Für einen Moment hielt die Welt den Atem an. Und dann, mit einer letzten,
ohrenbetäubenden Implosion kollabierte die Kluft in sich selbst und verschlang alles in einem blendenden Lichtblitz. Dunkelheit, Stille und irgendwo in der unendlichen Leere jenseits der Zeit öffnete Elias fast die Augen.